Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meinem Adventskalender mit dabei seid. Wir sind bereits bei Nummer 16 und hinter dem Türchen Nummer 16 versteckt sich ein ganz leckeres Rezept von einem Brötchentannenbaum mit Knoblauchbutter. Viel Spaß! Dieser Baum geht ziemlich einfach und was ihr dazu braucht, das zeige ich euch jetzt. Und zwar braucht ihr 2 Dosen Knack- und Back-Sonntagsbrötchen, das sind so Aufbackbrötchen, 200 Gramm Käse nach Wahl, ich rate zu einem geriebenen Pizzakäse, ein Eigelb, einen Teelöffel Milch, so ungefähr 50 Gramm Butter, einen halben Teelöffel Knoblauchgewürz, einen Teelöffel italienische Kräuter und etwas frische Petersilie. Ich hatte hier jetzt einen Käse im Ganzen. Ich rate aber wirklich zu einem Pizzakäse, denn der zieht besser. Also wenn du dann die Brötchen abbrickst, dann hast du so einen richtig schönen, zäherten Käse. Deswegen nimm dann Pizzakäse. Ich hatte keinen da, deswegen hatte ich meinen Blockkäse genommen. Das war übrigens ein Emmentaler. Geht auch, aber wie gesagt, das zieht nicht so schön. Dann habe ich hier diese Knack- und Backbrötchen. Wer mag, stellt einen Hefeteig her. Ihr müsst nicht die Fertigbrötchen kaufen. Bloß ich habe mir gedacht, ich mache jetzt hier ein Rezept, was sehr schnell geht und was man auch fast spontan machen kann. Also man muss halt in den Supermarkt fahren und einkaufen, aber das geht wirklich so schnell, man muss nichts zubereiten, also keinen Teig und es schmeckt wirklich auch total lecker. Ja, hier habe ich versucht, die Brötchen aus der Rolle zu kriegen. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Ihr braucht 2 Dosen, in einer Dose sind 8 Stück drin, also insgesamt 16. Die werden einmal halbiert. Also ein Brötchen wird einmal in der Mitte durchgeschnitten und dann wird wie so ein Fladen auseinandergezogen, ein Stück. Und da lege ich jetzt einfach einen Käse hinein. Oder wie gesagt, wenn ihr einen geriebenen Käse habt, ein bisschen was reingeben, so ein, ich würde mal sagen, Teelöffel voll. Und dann verschließt ihr das Ganze. Und zwar so, dass wirklich keine Lücken entstehen, weil sonst läuft euch der Käse hinaus. Es ist jetzt bei diesen Brötchen ein bisschen schwierig gewesen. Der war schon ein bisschen widerspenstig, der Teig. Aber es hat funktioniert. Also ein bisschen Geduld, einfach unten lang zusammenknoten und dann schön rollen und dann klappt es schon. Und das war jetzt übrigens der Stamm. Ja, dann haben wir genug Kügelchen und jetzt können wir einen Tannenbaum legen. Und zwar, ich fange von oben nach unten an. Also erst mit einem Kügelchen, dann 2, dann 3, dann 4, dann 5 und immer so weiter, bis ihr den ganzen Teig aufgebraucht habt. Und bei mir wurde das wirklich fast ein ganzes Blech voll. Ja, dann den Stamm noch unten hin, in die Mitte legen. Und dann müssen wir unseren Tannenbaum noch ein bisschen einpinseln und zwar mit einem Eigelb und ein bisschen Milch. Das verrühren wir ganz einfach und dann wird der Tannenbaum eingepinselt. So bekommt er dann auch diese schöne braune Farbe. Schauen, dass er auch die Ränder schön einpinselt und auch dazwischen so gut es geht. Ja, und dann darf der ich habe jetzt hier 150 Grad Umluft für 15 Minuten backen. In der Zwischenzeit richte ich dann meine Butter her und zwar habe ich hier jetzt das sind wilde Kräuter. Das ist extra für Knoblauchbutter, Kräuterbutter. Das ist so genial, dieses Gewürz. Ich verlinke es euch unten in der Infobox. Wer es nicht mag, der nimmt einfach italienische Kräuter oder frische Kräuter. Ich habe jetzt hier dann auch noch so ein Granulat von Knoblauch. Wenn es geht, nimmt bitte so 1, 2 Zehen echten Knoblauch und quetscht ihn durch die Presse. Und dann einfach damit in die flüssige Butter geben und verrühren. Also das schmeckt intensiver. Ja, dann habe ich hier noch meine glatte Petersilie, die habe ich noch ziemlich klein gehabt. Ja, und dann schaue ich nach meinem Tannenbaum. Der sah jetzt so aus. Also ihr müsst darauf schauen, dass er noch nicht ganz so braun wird. Denn er wird jetzt nochmal eingepinselt und zwar mit meiner Knoblauchbutter. Richtig schön ordentlich einpinseln hier. Das seht ihr schon. Ich habe auch ein paar Lücken hinterlassen. Ein bisschen Käse ist rausgelaufen. Der wird eingepinselt. Und dann kommt das gute Stück nochmal in den Ofen. Und zwar so
Ich würde mal sagen 10 Minuten. Schaut einfach drauf, dass er halt einfach nicht zu dunkel wird. In der Zwischenzeit hatte ich eine spontane Idee. Ich habe mir noch Sterne aus Käse ausgestochen. Ich hatte noch so Scheibenkäse da und so einen kleinen Ausstecher. Und dann habe ich mir für die Deko ein paar kleine Sternchen ausgestochen. Ja, hier ist er wieder. Schaut auch gut aus, oder? Ich habe den jetzt nochmal mit meiner Butter eingepinselt. Ich habe übrigens zu viel gemacht. Also das Rezept, was ich euch am Anfang geschrieben habe, das passt. Ich hatte viel zu viel. Das muss man nicht wegschütten. Das lässt man einfach wieder fest werden im Kühlschrank und dann hat man eine Kräuter-Knoblauchbutter. Also muss man nichts wegschütten. Ja, den pinsel ich jetzt nochmal ein, damit er auch schön glänzt. Und dann kommt die Petersilie darüber. Wer keine Petersilie mag, dann nimmt Schnittlauch oder lässt die Kräuter ganz weg. Ich habe es jetzt auch bloß drauf getan, damit das so optisch ein bisschen schöner ausschaut, dass ein wenig Farbe mit drin ist. Und dann noch die Sternchen drauf verteilen. Man könnte jetzt auch noch so Mini-Salami-Scheiben drauflegen, also so als Christbaumverzierung. Wäre auch eine Idee gewesen. Ja, und auskühlen muss er ja nicht. Den könnt ihr dann gleich servieren. Also ich finde, dieser Baum ist perfekt für Raclette, für Fondue, für ein Brunch oder einfach als Vorspeise zum Weihnachtsessen. Also es geht mega einfach und ist sowas von lecker. Hier sieht man jetzt, ich habe versucht, es euch zu zeigen. Das Problem ist, wenn man fotografiert, wird das alles wieder kalt und der Käse wird halt leider wieder fest. Deswegen habe ich das jetzt nicht so aufs Bild gekriegt. Aber das war mega lecker, hat voll nach Käse geschmeckt. Ja, das war es dann auch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss.